Digitalpianos für Anfänger. In dieser Testreihe haben wir hier das Casio CDP S100, das es für günstige 340 € gibt. In dieser Preisklasse ist eine Besonderheit die Hammermechanik-Tastatur mit sogar einer Ivory Touch-Oberfläche. Das ist wirklich eine Besonderheit. Ich glaube, es gibt kein anderes Digitalpiano, das diese Features schon mal aufweist. Yasin, du bist professioneller Jazzpianist und Leiter und Gründer der Online-Klavierschule Music to Me. Wie günstig kann ein Klavier denn überhaupt sein, dass man damit Klavier lernen kann? Ja, ist erstaunlich. Also wir haben ja jetzt wirklich ein günstiges Modell hier zum Testen und also es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Man hat einen ganz intimen Charakter beim Spielen und ja, diese Ivory Touch-Oberfläche auf den Tasten, die tut ihr Übriges dazu. Also auf jeden Fall eine Empfehlung vielleicht für Leute, die günstig einsteigen wollen und trotzdem ein paar Features schon auch genießen möchten beim Spielen. Worauf kommt es für dich denn an? Welche Spielfähigkeit muss es denn haben? Also wichtig ist natürlich eine gewisse Dynamik, also dass man dem Spiel ein bisschen über dynamisch laut und leise Ausdruck verleihen kann. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da die Tastatur mit dem Klavierklang gut harmoniert. Das ist schon mal auf jeden Fall gut und es funktioniert auch gut und natürlich auch, wie sich eine Tastatur anfühlt. Also ob ich jetzt irgendwelche Plastiktasten habe, da vielleicht abrutscht, und hier habe ich halt einfach die Möglichkeit, dass die... Es hat so einen schönen Grip. Ja, die Tastatur der Grip, ist echt genau. fein. Und das sorgt einfach dafür, dass man sich sicherer fühlt beim Spielen, auch bei schnelleren Läufen. Und auch einen ausgewogenen Klang man dann auch natürlich hinbekommt über die ganze Tastatur. Ich würde das ja total gerne mal mit einem kleinen Klassikstück probieren. Gerne. Als Klassikstücke habe ich mir ausgesucht von den Diabelli-Variationen 2 Stück. Das ist ganz praktisch eigentlich zum Austesten. Das ist einmal eine Variation von Beethoven, die eben sehr laute Akzente benutzt. Das ist diese. Finde ich okay. Also, und dann gibt es noch eine zweite, die ist vom Ausdruck her erstmal in Moll und dann auch viel leiser gespielt. Vielleicht mal gucken, ob das hier auch geht. Das ist schon schwieriger zu spielen, finde ich. Also ich bin auch jetzt nicht der Klassik-Experte, aber ich merke, dass ich da so leise nicht unbedingt drauf spielen kann. Der Klavierklang gibt schon natürlich nicht unendlich viel her an Möglichkeiten. Da muss man sich schon natürlich auch ein bisschen reinhängen spielerisch. Aber das ist natürlich auch irgendwo dann auch vielleicht auch der Preisklasse geschuldet. Ja, ich denke schon. Also wenn ich es lauter spiele. Dann ist es, es ist auf jeden Fall leichter so zu spielen. Ja, definitiv, ja. Das Pianissimo, das liegt ja vielleicht auch an den Tasten, da können wir vielleicht auch mal drauf gucken. Es ist jetzt keine Tastatur mit Druckpunktsimulation. Ja. Also man hat jetzt nicht hier die Möglichkeit, den Ton exakt ganz leise zu spielen, obwohl das die Tastatur eigentlich ganz gut kann. Ja, das stimmt, ja. Also die Repetition, das ist sehr gut, ja. Donnerwetter. Ansonsten, die macht doch keine Klopfgeräusche. Die läuft eigentlich sehr gut. Es ist eigentlich ein guter Tipp für alle, die auch eine Tastatur als Master-Keyboard vielleicht im MIDI-Studio haben wollen. Die spielt sich wirklich toll. Ja, oder als zweite Tastatur, wenn man jetzt ein Hauptinstrument hat, zum Beispiel eins mit Hammermechanik und allem drum und dran und dann aber nochmal Softwareinstrumente anspielt oder einen alternativen Klang braucht, ist das für das Geld wirklich eine Top-Wahl. Ja. Absolut. Lass uns doch noch mal die anderen Sounds angucken. Da gibt es ja noch E-Pianos
und diverse andere Sachen, Strings und Bässe. Und ich glaube, da musst du hier die Function-Taste und dann auf der Tastatur eben so eine Kombination spielen und dann ändert der den Sound. Genau, was ganz gut ist hier, man hört einen Klang, wenn sich der Ton wechselt. Ah, okay. Und dann hört man, dass man auch dann wirklich einen anderen Klang eingestellt hat. Und Schön. also, klingt gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Klingt auch auch nicht, schön ne? voll. Ja. Wir haben 3 verschiedene E-Pianos, dann natürlich noch ein bisschen ein helleres. Ganz klassisches, ja. Ja, ordentlich. Und dann nochmal Version 3 und dann... Wow, das hat ja sogar einen Tremolo-Effekt. Ja. Toll. Also klingt eigentlich auch gut. Ja? Dann natürlich Streicher natürlich auch immer mit dabei. Gut. Naja, Orchestergraben ist es jetzt nicht. Ne? Ja, es ist natürlich jetzt nicht ganz so, wie man es kennt. Aber wenigstens mit dabei ist auf jeden Fall auch cool. Und dann natürlich noch Orgeln. Haben wir da auch noch mal so ein... Wunderbar. Den habe ich jetzt nicht mehr gehört. Aber den hatten wir gar nicht mehr gut. gehört, ja. Ja, alles klar. Aber kann man gut zusammenfassen, für 340 Euro ist das schon ganz schön ordentlich. Gespart hat man natürlich da, das sehe ich da an dem Pedal. Genau. Das habe ich eben auch beim Spielen gemerkt. Das funktioniert, ja, aber es ist halt nicht so wirklich das Klaviergefühl. Ja, also es hat hier zwar eine Anti-Rutschmatte, aber es rutscht natürlich einfach, weil es so leicht ist, dann doch weg. Ja. Ein Fußtaster ist natürlich nie optimal. Man kann einigermaßen den Pedalweg nachvollziehen, aber ich denke, man sollte vielleicht da nochmal nachbessern mit da gibt es ja Pedal. Pedale. Das habe ich gleich schon mitgebracht. Die gibt es ja so als Standard zu kaufen. Auch von Casio gibt es die als Zubehör nachzukaufen. Für ungefähr 40 Euro kostet sowas. Dieses hier habe ich jetzt hier, weil das in der Polarität umschaltbar ist, weil wir in der Testreihe ja noch andere Geräte haben, um das mal drunter zu stellen. Das kannst du ja mal ausprobieren. Ja, ist natürlich ganz gleich was anderes. Schon wie Klavier, ne? Ja, Pedal ist natürlich schon wichtige Sache, wenn das nicht richtig funktioniert oder ob man Probleme beim Spielen hat. Und das ist natürlich viel besser, es hält sicher und auch alleine über die Länge von dem Pedal ist natürlich ja dann auch schon über den Pedalweg, die Genau. Federung, und das ist bei so einem Taster natürlich überhaupt nicht vorhanden. Das ist ja klack. Das sind wenige Zentimeter, wenn überhaupt, ja. Und aber man muss trotzdem sagen, für das Geld ist das ein tolles Angebot, was Casio da macht. Auf jeden Fall. Zum Thema gute Tastatur kann man natürlich noch mal sagen, alles klar, wir nutzen mal die USB-Schnittstelle aus und schließen ein iPad an und spielen eine Piano-App. Ganz einfach über USB, ein Camera-Connection-Kit und den Audioausgang vom iPad benutzen wir hier. Und hier habe ich das Ravenscroft 275 habe ich da angeschlossen und versuche doch mal das anzuspielen über die Tastatur. Wow. Das klingt schon ganz gut, ja. Ja, das ist natürlich ein Piano-Sound mit viel mehr Dynamik, mit viel mehr Details und so. Okay, aber es ist eine Möglichkeit. Das kostet ja nicht so viel Geld. Gut, das iPad kostet mehr als das Piano, glaube ich. Aber wenn man schon ein iPad oder ein iPhone, das funktioniert auch auf einem iPhone, das gibt es leider nicht für Android. Diese App kostet dann ein paar Euro.
das ist dann schon eine tolle Erweiterung. Ja, Wenn man ein E-Piano haben möchte, da gibt es dann auch noch eine tolle App, die von Korg, das Module. Das ist dann wie ein Soundmodul und hier habe ich jetzt von Scarby das Fender Rhodes. Ja, das ist natürlich schon... Das ist schon ein richtig professioneller Sound. Das klingt schon wirklich toll, ja. Ja, und wie spielt sich das? Das spielt sich super. Es macht wirklich sensationell Spaß. Dann können wir zusammenfassen, das Hauptargument eigentlich ist die Tastatur, die ist eigentlich sensationell günstig Definitiv. für den Preis. Ja. Und sensationell gut eigentlich. Also die Ivory Touch Oberfläche, der Klang, der eingebaut ist, das Piano, das ist für Anfänger, ist es längst gut genug, auf jeden Fall. Für die ersten Etüden und so weiter. Aber wenn man sich darüber hinaus entwickeln will, kann man auch mit sowas kommen, dass man ein iPad dran macht und hat einen tollen Sound. Für den Preis gibt es nichts zu meckern. Gute Tastatur, gutes Spielgefühl, die Sounds sind okay, die Bedienbarkeit ist gut. Man hat sogar noch kleine, aber trotzdem integrierte Lautsprecher. Also man kann auch mal so spielen, wenn man jetzt keine Anlage dabei hat. Und natürlich die USB-Schnittstelle macht aus dem Gerät wirklich ein tolles Instrument für zu Hause, aber auch für die Live-Anwendung. Und es ist super leicht, wo du sagst, Live-Anwendung. Ja, Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Das ist eine Hammermechanik-Tastatur, die aber wirklich sehr leicht ist. Äußerst leicht und kompakt. Also von meiner Seite eigentlich eine klare Empfehlung für diese Preisklasse. Ja, tipptopp.